Ich freue mich sehr, dass ich heute Miriam Staub-Bisang im Gespräch habe. Neue ehemalige CEO von BlackRock Schweiz und ganz frisch VR-Präsidentin. Hallo Miriam, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Melanie, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Wir sind heute im Women's Summit, am Forbes Women's Summit. In diesem Zusammenhang bist auch du da gewesen. Und ich möchte dich fragen, kannst du dich erinnern, wie oft du in deiner Karriere als Powerfrau bezeichnet worden bist? Als Powerfrau, das ist eine gute Frage. Und ganz ehrlich, eigentlich nicht so oft. Weil für mich ist das ganze Powerfrau-Thema gar nicht so ein Thema gewesen. Und ich habe das erst eigentlich vor kurzem ein bisschen realisiert. Ich bin aufgewachsen mit einer extrem feministischen Mutter, die gearbeitet hat, die eine Karriere gemacht hat, die erfolgreich war. Aber auch gar nie über die feministischen Themen geredet hat. Und sie hat einfach ihren Weg gemacht. Und ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass jetzt die Frauen wirklich andere Chancen haben als Männer. Also ich bin da eigentlich sehr blind gewesen. Also gender blind, würde man heute sagen. Und habe in dem Sinne einfach meinen Weg gemacht und habe das aber wirklich nicht thematisiert. Und ja, also darum, ehrlich gesagt, Powerwoman vielleicht erst in den letzten paar Jahren, wo das so ein bisschen thematisiert worden ist. Wie problematisch empfindest du so Begriffe? Wenn ich das vergleiche mit anderen, ist ja das Thema Power, nur weil man, ich sage jetzt mal nur, weil man einen Karriereschritt macht, warum muss das bei den Frauen so hervorgehoben werden? Bei dir ist es jetzt offensichtlich nicht der Fall gewesen, aber vielleicht, weil es wenig Frauen gibt, wo die Power haben und den Drive haben und den Ehrgeiz haben, eine Karriere zu machen. Also ich glaube, was wir heute natürlich oft sehen, sind Frauen, die arbeiten, Geld verdienen, aber wirklich den Drive und den Ehrgeiz zu haben, eine Karriere zu machen, das sieht man natürlich schon noch nicht so viel. Und darum, für mich ist Powerfrau ist das sehr etwas Positives. Ja. Für mich ist das nicht negativ. Ja. Das ist toll. Mir hat man auch immer gesagt, du bist ehrgeizig. Und ich habe immer das als Kompliment empfunden, bis ich mal realisiert habe, das ist gar nicht als Kompliment gemeint. Okay. Aber wie gesagt, ich bin da agnostisch gewesen. Ich habe das nicht als Nachteil gesehen oder nicht negativ gesehen. Ist es für dich immer schon bewusst gewesen, wenn du sagst, so zielstrebig, ehrgeizig, hast du schon von früh an gewusst, hey, ich möchte mal Karriere machen? Oder hat sich das mehr ergeben mit der Zeit? Also ich habe mir das nicht einmal überlegt, ob ich keine Karriere machen kann. Also ich habe mir nicht je überlegt, dass ich aufhören zu arbeiten. Und ich bin immer ganz determiniert gewesen, eine Familie zu haben. Also für mich war klar gewesen, ich werde mit 40 eine Familie haben, ich werde Kind haben und ich werde arbeiten. Also nicht arbeiten war gar keine Option gewesen. Ja. Ich habe ja nie etwas anderes erlebt, ganz ehrlich. Ist das so einfach gewesen, wie du dir das vorgestellt hast? Oder hat es da auch Herausforderungen gegeben, die du nicht erwartet hättest? Ich würde sagen, am schwierigsten war wahrscheinlich die gesellschaftliche Herausforderung. Und das ist, dass man auf eine Art mit dieser manchmal deutlichen Kritik oder manchmal unausgesprochenen Kritik, vielleicht in der Familie, von der Schwiegermutter, muss können umgehen. Da hat mir aber immer meine Mutter extrem die Stange gegeben. Aber natürlich auch so aus dem Freundeskreis. Ich habe sehr viele langjährige Freundschaft und die meisten haben einen anderen Weg gemacht. Die meisten Frauen haben einen anderen Weg gemacht als ich. Und auch die meisten Männer haben andere Frauen gehabt als ich. Und also da muss man so ein bisschen eine dicke Haut entwickeln. Aber ich habe immer gesagt, das Gute ist, wenn ich am Arbeiten bin ich auch nicht dort, wo sie über mich reden. Ja. Und das hat mich dann auch nicht so gestört. Also das Extremste, was ich diesbezüglich vielleicht erlebt habe, das ist an einem Nachtessen, einem privaten Nachtessen, sitze ich neben einem Mann, einem netten Mann, ich habe den schon kennt und so, und sagt, du bist eigentlich schon eine tolle Frau, die du jetzt da die Karriere gemacht hast und so. Also das finde ich bewundernswert. Ich dachte, habe ich es gar nicht erwartet. Sagt. Und dann sagt er, aber mit dir will ich schon nicht geheiratet sein. Oh, hoppla. Und ich habe gefunden, hey, also ich habe dich doch jetzt gar nicht um die Meinung gefragt.
Ja. Also ich habe es unglaublich gefunden. Ja. Und ich glaube, er hat ausgesprochen, was wahrscheinlich viele denken und nicht aussprechen, weil sie ein bisschen besser erzogen sind. Ich möchte das Thema wechseln. Ich rede sehr gerne über das Thema Frauen in der Karriere, aber jetzt lass uns doch noch über das reden, was du tatsächlich auch leistest, weil das ist viel wichtiger aus meiner Sicht. Und zwar hast du eine grosse Passion, wenn es darum geht, in der Nachhaltigkeit oder Sustainability oder Initiatives in dieser Form zu unterstützen und vor allem auch zu einem tangible Outcome zu bringen. Erzähl uns etwas über diese Leidenschaft und woher die kommt. Ja, also die Leidenschaft, die ist etwa 15 Jahre alt. Bin ich sehr stark mit dem World Economic Forum tätig gewesen. Bin vor 15 Jahren, ist wirklich lang her, in die Gruppe von diesen Young Global Leaders gekommen. Das wird man heute, ja, das kann man noch werden vor 40. Und habe dort ganz viele Leute getroffen, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit wirklich die Welt verbessern. Sehr viele Leute von NGOs, also von wohltätigen Organisationen und so weiter, Non-Governmental Organizations. Und ich habe das bewundernswert gefunden, den Einsatz, den die haben, und habe dann aber für mich klar gesehen, ich bin Business. Ich finde das lässig, Business zu machen. Aber ich würde sehr gern mit dem, was ich mache, mit dem, was meine berufliche Leidenschaft ist, auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Wirtschaft, sagen wir, den richtigen Weg findet, dass Kapitalflüsse in Unternehmen gehen, die am Schluss nicht nur, sagen wir, Schaden anrichten auf der Welt und Ressourcen verbrauchen, die Umwelt verschmutzen, sondern effektiv auch umweltbewusst, gesellschaftlich bewusst ihre kommerziellen Ziele verfolgen. Und das ist aber vor 15 Jahren ist das natürlich sehr early days gewesen. Du hast gerade gesagt, ich bin Business und das ist dann Nachhaltigkeit, vielleicht eher ein idealistisches Denken. Schneidet sich das wirklich? Also vor 15 Jahren sind die Welten schon sehr stark auseinander gewesen. Und wo sich das geändert hat, das ist 2015. Das ist das sogenannte Pariser Abkommen gewesen. Ja. 2015 an der Weltklimakonferenz in Paris haben sich 194 Staaten zusammengetan und haben gesagt, wir verpflichten uns zu Netto-Null-Ziel bis 2050. Und in diesen, was ist das? In diesen 35 Jahren, wenn wir unsere Wirtschaftstätigkeit in den Ländern so umstellen, dass die CO2-Emissionen in Schranken bleiben, reduziert werden, damit die Klimaerwärmung nicht zunimmt. Und das hat dann das erste Mal, glaube ich, das Bewusstsein auf den Plan gebracht. Und was dann in den Jahren danach war, dort haben dann die Investoren eine riesige Rolle gespielt. Weil es hat doch relativ lang gebraucht, bis aus dieser Verpflichtung von einem Staat dann tatsächlich die entsprechende Regulierung entstanden ist. Durch die ganzen demokratischen Prozesse müssen durch, je nachdem, ob es eine Demokratie war, um dann am Schluss in der Wirtschaft anzukommen. Ja. Und wir als Investoren, ich als Investorin, haben damals schon überlegt, wenn eine Firma jetzt 2015, 16, 17 nicht anfängt umzustellen und sich überlegen, was haben jetzt die Klimaregulierungen, die werden kommen für einen Einfluss auf mein Geschäft, was muss ich anpassen, passe ich mich an oder nicht, dann ist eine Firma, die das nicht macht, sicher im Hintertreffen. Und da, in dieser Zwischenzeit, denke ich, zwischen der Regulierung, die dann gekommen ist, und dem Commitment, das sind etwa 8 Jahre jetzt vergangen. Ich komme gerade dazu. In dieser Zeit haben die Investoren eine riesige Rolle gespielt, weil was macht letztendlich ein Investor? Er investiert in ein Unternehmen und eine Bewertung von einem Unternehmen wird reflektiert von diesen zukünftigen Cashflows für die nächsten 2 Jahrzehnte, die in die Gegenwart diskutiert werden. Und wenn eine Firma schlecht aufgestellt ist und neben der Regulierung vorbeiwirtschaftet und Investitionen tätigt, die sich nicht auszahlt,
dann wird sich das schlecht auf die Bewertung reflektieren. Und darum haben wir damals als BlackRock sehr stark darauf gepusht, dass die Unternehmen die Klimarisiken, Nachhaltigkeitsrisiken, die sie haben, dass sie die offenlegen, weil am Schluss what gets measured, gets managed. Wenn die Klimarisiken offengelegt sind, dann kann ein Verwaltungsrat nicht mehr einfach sagen, die gibt es nicht. Und Klimawandel gibt es nicht. Klimarisiken sind offengelegt und dann muss man etwas damit machen. Und Klimarisiken sind ja eben auch die regulatorischen Veränderungen, die es gibt. Auf einmal ist das, was ich mache, da meine Ölheizung, geht dann auf einmal nicht mehr und Kohlebeführung geht dann auf einmal nicht mehr. Und darum haben wir damals extrem darauf gepusht, dass die Unternehmen die Klimarisiken offenlegen. Aber heute und auch weitsichtig dann agieren können. Genau, aber heute hat sich das extrem geändert. Ich habe letzte eine Studie gesehen, 2021 sind von diesen globalen CO2-Emissionen, die unter das Pariser Abkommen fallen, sind nur 15% adressiert gewesen über Gesetze oder Regularien. 2 Jahre später, 2023, sind es 75% gewesen. Also es passiert ganz schnell auf einmal, wenn man da auf dem falschen Schuh verwünscht wird als Unternehmen, als Unternehmensführung, dann hat das grosse wirtschaftliche Implikationen. Ja. Du hast die Entwicklung erzählt von den letzten paar Jahren. Was braucht es denn für so eine Transformation von einem Unternehmen? Also klar, die Investoren braucht es, die dort schon umdenken, aber auch als jemand, der Unternehmer ist oder Geschäftsleitung, die müssen sich ja auch transformieren. Wie hast du das erlebt? Was braucht es, damit der Samen geleitet wird zum Umdenken? Muss es von außen kommen, über so ein Abkommen, oder könnte das auch anders an einen herangetragen werden? Ich glaube, jetzt beim Thema Klima muss wahrscheinlich kommt sehr viel von außen, weil ich glaube, es wird niemand zugunsten von der Allgemeinheit verzichten. Oder? Das ist, wie sagt man, the curse of the common. Also, dass ein Unternehmen, das im Prinzip klimafreundlich agiert, im Prinzip der ganzen Menschheit irgendwo nützt. Wenn es die anderen nicht machen, haben die einen Vorteil, wenn es etwas kostet. Also muss es leider Gottes schon über Regulierung kommen. Ich persönlich bin sehr liberal denkend, wirtschaftsliberal denkend, aber ich glaube, wenn es um den Schutz von diesen Allgemeingütern geht, dann geht leider kein Weg an dieser Regulierung vorbei. Jetzt, wenn ich sehe, wie wir das bei BlackRock gemacht haben, da ist auch, also als ich gekommen bin vor 6 Jahren, ist das ganze Nachhaltigkeitsdenken am Anfang gewesen. Da hat man Leute angestellt, die das Wissen hatten. Ich habe dazugehört und hat dann wirklich mit einer Arbeitsgruppe, mit all diesen Experten aus den verschiedenen Funktionen und Geschäftstätigkeiten ist mit zusammengesessen, hat sich überlegt, okay, jetzt kommt auch in der Finanzindustrie die Regulierung. Was heisst das für unsere Produkte, unsere Produktentwicklung? Was heisst das für unsere Kunden? Und ist wirklich systematisch die ganze Wertschöpfungskette von BlackRock durchgegangen und hat sich überlegt, wo werden die kommenden Regulierungen einen Einfluss auf unser Geschäft. Und das ist natürlich zum Beispiel in Europa viel extremer gewesen als in Amerika. In Europa haben wir die ersten EU-Finanzmarktregulierungen gehabt, hat sich abgezeichnet, schon 2018. Und dann hat man sich auf das vorbereiten, hat entsprechende Reportings machen, Produkte müssen ausrichten, die den Regulierungen entsprechen. Und das hat ja alles immer ein Lead-Prozess von 1-2 Jahren. Und ist dann sehr früh, sehr gut eigentlich aufgestellt gewesen, jetzt in Europa, wo das wichtig war, und hat sehr stark können von diesen Marktentwicklungen basierend auf den regulatorischen Entwicklungen profitieren. Und wir sind gut aufgestellt gewesen, wir sind weitsichtig gewesen, wir können profitieren. Andere, die das nicht gesehen haben, die haben einen Nachteil gehabt. Ja. Ganz klar. Es ist irrsinnig spannend, mit dir mich zu unterhalten. Ich könnte noch Stunden weiter, aber ich möchte zu einem Abschluss kommen. Sehr gerne, gerade von dir, die wirklich so ein wahnsinniges Wissen haben. Was hast du das Gefühl jetzt auf dem Schweizer Markt? Wie geht die Entwicklung für die nächsten 15 Jahre weiter? Und vielleicht ein Tipp an Investoren, wie sie sich verhalten sollten? Also Tipps ist eben schwierig zu geben. Aber ich glaube, im Moment ist Nachhaltigkeit, ESG, ist ein bisschen out of favor. Wieso ist es out of favor? Wir haben vor rund 2,5-3 Jahren haben wir eine Veränderung von den Makrofaktoren gehabt. Nach Covid steigende Inflation, Energie
Sicherheitskrise, steigende Energiekrise, eben Sicherheit, Energieversorgung, das sind wichtige Themen gewesen. Und natürlich dann auch der Krieg in der Ukraine. Das hat dazu geführt, dass Investoren, die so ein bisschen klassisch nachhaltig aufgestellt sind, also wenig Energie, wenig fossile Energien, Waffenproduzenten ausgeschlossen haben, viel Wachstumsthemen hatten in ihren Portfolios, die schlecht auf steigende Zinsen und höhere Inflation reagieren, dass die tendenziell nicht so gut performt haben mit ihren Portfolios. Und jetzt kann man sagen, wird das langfristig so sein? Persönlich glaube ich das nicht. Da muss man ein bisschen längeren Atem haben. Jetzt ist es vielleicht gerade ein bisschen out of favor, aber das kommt schon wieder, weil was ich gesagt habe, die Regulierung, die findet statt. Ja, der Zug ist am Laufen und das bleibt ein sehr bedeutendes Thema. Aber ich würde auch sagen, die Unternehmen machen die Befürchtung, also die Transformation, die ist am Laufen und dann ist vielleicht mittelfristig die Frage, braucht es die nachhaltigen Portfolios noch oder verändert sich die gesamte Wirtschaft sowieso in Richtung Nachhaltigkeit? Weil das ist eigentlich jetzt der neue Standard. Also ich glaube, diese Frage muss man sich schon stellen. Alles klar. Herzlichen Dank für die sehr spannenden Einblick. Es war eine Freude, dich hier zu haben, Miriam. Danke dir, Melanie. Danke.